Dear Heavenly Father, we thank you for another day of life. Lieber himmlischer Vater, wir danken für einen neuen Tag des Lebens. Thank you for the sunshine and for a beautiful day full of things we can do. Danke für den Sonnenschein und für die vielen wunderbaren Dinge, die wir tun können. And thank you for your word. Help us now to take it in so it might do the work intended. Und wir danken auch für dein Wort und hilf uns, dass wir das aufnehmen können, damit es das Werk auch tun kann, wozu du es bestimmt hast. And we thank you in Jesus' name. Und wir danken in Jesu Namen. Amen. Okay, this morning we're going to look at seeming contradiction. So, heute Morgen werden wir uns einen scheinbaren Widerspruch anschauen. Okay. Just turn in your Bibles to Daniel 11 and verse 40. Gehen wir zu Daniel 11, Vers 40. So, when we want to understand a topic, we, according to Miller's rules, we must bring all the subject matter together, and when you can form your theory without a contradiction, then you know you have the truth. Wenn wir ein Thema verstehen wollen, gemäß Millers Regel, müssen wir alle Dinge zusammenbringen zu dem Thema. Und wenn wir keinen Widerspruch mehr haben in unserer Theorie, dann können wir wissen, dass wir die Wahrheit haben. Yes? Richtig? Yes. Okay. Daniel 11, Vers 40. So it says, and at the time of the end shall the king of the south push at him, which is the king of the north, right? And the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, with horsemen, with many ships. He shall enter into the countries and shall overflow and pass over, right? So this verse is one of the mainstays of this whole movement, right? It's where it all began. Also dieser Vers ist ja letztendlich eine der Hauptlehren der ganzen Bewegung. Das ist ja, womit alles anfing. Okay, so God is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Right? Gott ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. So, if we just, one of the first things we understood about this, if we just take a line, here you have the beginning. Also wenn wir jetzt hier einfach erstmal eine Linie ziehen und hier den Anfang haben. And here you have the end. Und hier das Ende. Here you have Daniel 11. 40. Haben wir hier am Ende Daniel 11, Vers 40 markiert. What happens right here? You have the south retaliating against, or the south coming against the north, right? Also was haben wir hier? Hier haben wir den Süden, wie er gegen den Norden vorkommt. Right. So one of the things, one of the first points that they understood was that you also see a relationship of this at the beginning, right? Aber wir sehen auch einen Zusammenhang dazu, auch hier am Anfang. And I think this is where, because this is like a seed that gets sown, right? Denn das ist wie ein Same, der hier gesät wird. So, what do we understand at the beginning is in relationship to this at the end? Was verstehen wir? Was ist hier am Anfang in Bezug zum Ende? No, we've already said that, but I'm asking what? What? Okay, right, so the king of the south takes him off the throne here, right? And the king of the south puts him on the throne here, right? Also am Ende nimmt der König des Südens den König des Nordens vom Thron, aber am Anfang setzt er ihn auf den Thron. So, okay, right, so, I'm not going to draw anything there, but, so this itself becomes like a pattern, right? Also das an sich wird jetzt zu einem Muster hier. Right? Richtig? So what the king that puts the papacy on the throne at the beginning is the king that takes the papacy off the throne at the end, right? Also der König, der das Papsttum am Anfang auf den Thron setzt, ist auch derselbe König, der das Papsttum wieder vom Thron nimmt am Ende. Right? Richtig? Who is the south in this sense? Und wer ist der Süden in dieser Darstellung hier? France, right? Das ist Frankreich. So you have France at the beginning,
and you have France at the end, right? Also wir haben Frankreich am Anfang und Frankreich am Ende. Okay, but I want us to look at this more closely and see whether this is, it's not incorrect, but there's something about it that I'm not sure that we understand correctly. Und ich möchte das jetzt ein bisschen genauer betrachten, denn da gibt es etwas, ich sage nicht, dass das jetzt falsch ist, aber ich glaube, da müssen wir noch einiges drüber verstehen. Okay, in Daniel, just go to Daniel 7. Gehen wir dazu zu Daniel Kapitel 7. Verse 2. Daniel 7, Vers 2. So Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heavens drove upon the great sea. Right? So, what is the striving upon the great sea? What does it represent? Was stellt es dar, wenn das hier auf diesem großen Meer weht? Conquest, strife. Yeah, conquest, strife, what else? Revolutions. Revolutions. Also Eroberungen, Streit und Revolutionen. Okay, what is a revolution? Und was ist eine Revolution? Replacing one system by another. Yes, but is it an external thing or is it an internal thing? Also ist es etwas Internes oder etwas Externes? Es ist etwas Internes. It's internal, right? Es ist intern. And this revolution right here in verse 2, when does it take place prophetically? Und diese Revolution hier in Vers 2, wann findet sie prophetisch gesehen statt? Also am Anfang des Sonntagsgesetzes, da geht's los. Yes, it Ja. takes place at the okay, but okay, yes, that's true. But just go to Daniel, back to Daniel 11, verse 40. Und gehen wir nochmal zurück zu Daniel 11, Vers 40. And it begins, it says, and at the time of the end. Da Right? steht ja zur Zeit des Endes. So the time of the end is the Sunday law crisis, right? Die Zeit des Endes ist ja die Sonntagsgesetzkrise, stimmt's? So, but in this illustration, it's not the beginning. It's marking. Okay, maybe that's incorrect. Okay, it is the beginning because we depends which side of this waymark you're on, right? Whether it's the Because this is the end and this is the beginning, right? Also wir müssen immer ja schauen, auf welcher Seite der Wegmarke wir uns befinden. Ob wir von der Seite kommen, dann ist das das Ende, und wenn wir von dem Punkt aus vorwärts gehen, ist es der Anfang. So in this sense, Daniel 11:40 here is marking the beginning where this revolution takes place, and it's the time of the end, marking the Sunday law. Und in Right? diesem Sinne markiert hier Daniel 11, Vers 40 den Anfang, wo die Revolution anfängt und vorwärts geht, dargestellt durch das Sonntagsgesetz. Okay, so we understand that Daniel chapter 7 and verse 2 is marking this revolution that's taking place right here, where this last kingdom arises out of the earth, right? Und wir verstehen, dass Daniel Kapitel 7, Vers 2 über diese Revolution hier spricht, die am Sonntagsgesetz losgeht, wo dann diese vier Königreiche aufsteigen, die letztendlich das letzte Königreich oder letzte Kaiserreich darstellen. Right, according to yesterday's study, these four beasts rising out of the earth, which kingdom is it? Und gemäß des Studiums von gestern, wer ist dieses letzte Königreich oder beziehungsweise diese vier Reiche, die das letzte Königreich darstellen? No, just Das ist Medo-Persien, die USA, aber okay. It's the last kingdom, right? es ist das letzte Königreich oder das Is it the north or the south? letzte Kaiserreich. Ist es Nord oder Süd? North. It's the north, right? Es ist der Norden. This is the kingdom because this is the army of the north, right? Das hier sind die Armeen des Nordens. And we'll look at that more closer in a minute. Und das right? werden wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Okay, because this is talking about an internal revolution, right? Denn es spricht hier über eine interne Revolution. So we know that this last kingdom is a symbol of both north and south,
right? Und wir verstehen, dieses letzte Königreich ist ein Symbol für sowohl Norden als auch Süden. Because the north always gets its army from the south, Denn der Norden bekommt immer seine Armee vom Süden. right? Richtig? So this last kingdom is represented as a kingdom that represents the whole world, right? Deswegen das letzte Königreich es steht symbolisch für die gesamte Welt. But what is happening in Daniel 7 verse 2 when this kingdom rises? Aber was passiert hier in Daniel 7, Vers 2, wenn dieses Königreich You aufkommt? need to open your minds and look closely and not just... Wir müssen unseren Verstand öffnen und da genau hinschauen, um das zu sehen. Right? Also, So what is happening in verse 2? was passiert hier in Vers 2? There's two entities there in verse 2. You need to look closely. Also es gibt hier zwei Mächte in Vers 2. The four winds is the king of the south, and the great sea is the king of the south. Or the four winds includes the king of the south. No. We're talking about the winds and the beasts. I'm talking of, okay. Right. It says, Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea, right? Also diese vier Winde, die wehten auf das große Meer. Okay. And four great beasts came up from the sea. Und dann kamen diese vier großen Tiere aus dem Meer. So the four beasts is this last kingdom that comes from where? Also diese vier Tiere sind das letzte Königreich und woher kommen sie? From the sea. What's the sea? Aus dem Meer. Und was ist das Meer? The nations, right? So sind die Nationen. So this is all one kingdom, but it's showing you that there's the sea represents the people or the nations of the kingdom, right? Also diese vier Tiere sind letztlich ein Königreich, aber sie kommen aus dem Meer, das sind die Nationen. Ja, sie kommen aus diesen Nationen hervor. So the point I'm trying to make is that this represents something that's happening internally, right, within this kingdom. Right? Deswegen, was ich sagen möchte, ist, dass hier etwas dargestellt wird, was innerhalb des Königreiches passiert. Also es ist eine interne Sache. Right? Richtig? Those four beasts, when they rise up out of this kingdom, there is chaos taking place. Why is there chaos taking place? Also diese vier Tiere, wenn sie jetzt hier aufstehen, dann findet ja hier Chaos statt. Und warum findet hier Chaos statt? What's the sea doing? Was tut das Meer hier? It's okay, in a literal sense, it's the waves are blowing and all the rest of it, right? Also die Wellen, die toben dort und all diese Dinge. Go to in fact, we don't need to go there. In Jonah, what's the waves doing? In Jona, was tun die Wellen dort? No, just what are they doing? What do you mean the same thing? What are the waves doing in Jonah? Was tun die Wellen in Jona? Same thing as you just said about the waves. The waves are crashing and the wind are blowing. Okay, right. Okay. So Also die Wellen sind auch dort hin und her am Wogen. the waves are a symbol of the sea in a turmoil, right? Und die Wellen sind ein Symbol für diesen Tumult. Okay, so when you go to 1848, right? Also wenn wir zu 1848 kommen, In 1848 is a type of the Sunday law. und 1848 ist ja ein Typus für das Sonntagsgesetz. What takes place in 1848? Was findet hier 1848 statt? Who are the players that are involved in that? Wer sind die Spieler, die hier involviert sind? Kings and the papacy and the people. Yes, the whole nation's involved, right? Also die ganzen Nationen sind da involviert und das Papsttum auch. But you've got two entities, Aber man hat da diese zwei Mächte. right? You've got this alliance of the leaders of the world and the Pope, Wir haben einmal diese Allianz zwischen den Leitern der Welt und dem Papst. and then you've got the people of the world that rise up against it, Und right? dann haben wir auch noch die Bevölkerung der Welt, die dagegen aufbegehren. Now, in 1848, the people that rose up against it, what did it include? 1848, die Leute, die dagegen aufbegehrt haben, was hat das alles noch beinhaltet? The military. Yeah, the army, right? Also da war auch ein Teil der Soldaten dabei. So die what do Armee. you have now? You have two armies
fighting against each other, Also right? was haben wir? Wir haben also jetzt zwei Armeen, die hier gegeneinander kämpfen. Right? Richtig? Do we have another illustration of that? Haben wir eine weitere Darstellung von dieser Wahrheit? Daniel 7 verse 2. Use- Okay. Civil. The US Civil Yes. War. Also der US-Bürgerkrieg. So in the US Civil War, what is it an illustration of? Der US-Bürgerkrieg, wofür steht er symbolisch? Something also. The North. No. Just stick with the US Civil War. What is Oder it was an illustration? What's Oder was happening? illustriert er? Und was stellt er dar? Internal, right? Yes. Also er ist ein interner Krieg. So it's an internal war with one nation, but in that internal war, right? Who is fighting against whom? Also es ist ein interner Krieg innerhalb einer Nation und wer kämpft dagegen wen? Army of the North is Army of the The- South. Oh, yes, but what's the difference between the North and the South? Die Armee des Nordens gegen die Armee des Südens, aber was ist der Unterschied zwischen Nord und Süd? Something real important we have to get from that, Das right? ist etwas sehr Wichtiges, was wir daraus verstehen müssen. They're both an army, but what's the difference between the North and the South? Sind beide eine Armee, aber was ist der Unterschied zwischen dem Norden und zwischen dem Süden? The one is openly fighting it for it, and the other one is just doing like it. One is legal and one is illegal. The North pretended to end the slavery. No, you're going to. Okay. They're let's- combining. The North is combined. Okay. What was another name for the South? Was war ein anderer Name für den Süden? Confederacy. Oh, it was the other way Union. around. No, Confederacy. Why were they the rebels? Wurden als die Rebellen genannt. Okay, The so revolution. The revolt. against whom? Against them. Okay, so what's the difference between the North and the South? The answer's right Sie there. haben rebelliert gegen den Norden. Also was ist der Unterschied zwischen Nord und Süd? Die Antwort ist genau hier. Legal, the other is illegal. Well, you keep saying that, but that doesn't. That's the, It's the What same is thing. it? One is no, the no, no. government, I'm one is not the asking. government. Scott. Okay, there. One is the government and one is not the government, right? Eine stellt die Regierung dar, die anderen sind nicht die Regierung. So the difference between the North and the South is this contains the legal government, right? This is a rebellion against this government. Also right? das stellt diese rechtmäßige Regierungsform dar und die stellen die Rebellen dar, die gegen diese Regierungsform aufbegehren. Like the army in 1848. Y- And the y- South. Yes, like the army in 1848. It was a rebellion against the elected leaders, right? Also so wie in 1848, wo es die Armee oder Teile der Armee dann gegen den König aufbegehrt haben. Es war eine Rebellion gegen die eingesetzte Führerschaft. So the North is the elected leaders, right? Also der Norden stellt diese gewählte Führerschaft dar. The government. Oder diese eingesetzte. So when the South comes against the North, it's a rebellion, right? Also wenn der Süden gegen den Norden vorwärts geht, dann ist das eine Rebellion. Okay. So and that's also important prophetically because the South is Egypt, which is the dragon, Und das ist prophetisch auch bedeutend, denn der Süden ist ja Ägypten, was der Drache ist. right? Who was in open rebellion, Und der right? Drache stellt diese offene Rebellion dar. But the North gets its army from the South, right? Aber der Norden erhält seine Armee vom Süden. But the North is the woman that covers the dragon in a cloak of Christianity, so the dragon is hidden in this aspect. Aber der Norden, da sitzt ja die Frau drauf und sie verkleidet und verbirgt den Drachen mit diesem Gewand. Both are Und- the dragon then. Das ist dann, was hier dargestellt ist. Okay, we read a quote yesterday, did we not? What did it say about this last that quote? Go back to this quote we put in. Also wir haben gestern Abend ja ein Zitat gelesen. Und was sagt es da über die in the USA? live stream. Das ist von gestern in der Livestream-Gruppe. It's just right there at the bottom. It's just above the photograph. Das ist direkt über dem Foto.
Das, was ich gepostet habe hier. Because the answer is right in there. Die Antwort findet sich in diesem Zitat. It says, through paganism and then through the papacy, Satan exerted his power for many centuries in an effort to blot from earth God's faithful witnesses. Pagans and papists were actuated by the same dragon spirit, right? What's the difference? Was ist der Unterschied? One is open and one is hidden, Der right? Unterschied zwischen dem Heiden und dem Papisten ist, dass eine Form ist offene Rebellion, die andere ist verborgene Rebellion. So this represents open rebellion, and this is a deception, right? It's a rebellion against God, but it's hidden, right? Also der Süden stellt diese offene Rebellion dar, aber der Norden diese verborgene Rebellion. Okay, everybody following so far? Kann jeder right? soweit folgen? So what it's teaching us is that the war between the north and the south is an internal war, and it's the south that rebels against the government of the north. Also was uns das lehrt, ist, dass der Krieg zwischen Nord und Süd ein interner Krieg ist und es ist der Süden, der gegen den Norden rebelliert. Okay, so we know that this waymark, right, is just typifying this waymark. Wir Right? verstehen, dass diese Wegmarke des Sonntagsgesetzes einfach nur diese Wegmarke hier im Mitternachtsruf vorausschattet. Okay, so what happens here that's prefigured here? Und was findet hier im Mitternachtsruf statt, was hier schon bereits im Sonntagsgesetz vorausgeschattet wurde? Internal war. Rebellion. Okay, but give me an Gib mir illustration. French The Revolution. French Revolution, Eine right? genauere Darstellung, die französische Revolution. Because 1848 is dealing with France, and the French Revolution is dealing with France, right? Denn 1848 handelt ja von Frankreich und die französische Revolution natürlich auch. So the French Revolution, what happened in the French Revolution? Und was ist in der französischen Revolution passiert? King of the South against the is North. going against. No, okay, just to explain it. France is the king of the south, so it's the whole nation, right? Also Frankreich ist der König des Südens, ist die ganze Nation. The rebel Who rebelled against whom? Wer hat dort gegen We're wen not being very rebelliert? specific. people. Okay, the people rebelled against whom? Die Leute haben gegen Okay, wen it's gotta- rebelliert? Got to follow the pattern, right? What did you say? Against the government. Ja, gegen die Regierung. Right? And they were specifically destroying this people hierarchy that had been put in place, right? Also, und sie haben ganz besonders diese päpstliche Hierarchie dort zerstört, die da zuvor am Platz war. Okay? So Daniel 11:40, when the south comes against the north, what is it destroying? Deswegen Daniel 11, Vers 40, wenn der Süden hier gegen den Norden vorwärts kommt, wen zerstört er? Come on, we're just following a pattern. We've just said it. What is it? Government. But specifically, Also wir haben es ja eben gerade gesagt, seid mir genauer. Seid genauer. what is the north? What makes it the north? Der Norden, was macht den Norden aus? Both the Papers. open It's the army. the woman sits on the armies here, right? Es ist der, dass die Frau des Papstes hier auf den Armeen sitzt. So I'm asking here, right? So when the south comes against the north, right here, specifically, what is it dealing with? Also wenn der Süden hier gegen den Norden zieht, was stellt das genau dar? Also worum geht es dort? It's dealing with the papacy, dealing with this doctrine, right, that is controlling the minds of the government, Es right? geht da um das Papsttum, um diese Lehre, die hier diese Regierungsform beherrscht. So, what does it tell us then about the elected government of the North in America during the U.S. Civil War? Was sagt uns das folglich, was war mit der eingesetzten Regierung dort während des US-Bürgerkriegs? Symbol for papacy. Controversy. No, they were being controlled by the Jesuits, right? You can see Dass that sie very auch easily. bereits schon von den Jesuiten kontrolliert waren. The pioneers, they even write about it. Yes, yes, yes. So, Pioniere schreiben auch davon. but who was controlling these?
Aber wer hat den Süden kontrolliert? Also the Jesuits. Also the Jesuits, right? Ebenso die Jesuiten. They were pitching one against another to achieve an aim, right? Sie haben sie gegeneinander aufgebracht, um letztendlich ein Ziel damit zu erreichen. Okay. Very, very important for us to understand that, right? Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Okay. Now let's go to Revelation 17. Jetzt lasst uns zu Offenbarung Kapitel 17 gehen. And verse 12. Offenbarung 17, Vers 12. It says, "And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast." Okay, so who are the 10 kings? Wer sind hier die 10 Könige? The dragon power. Yeah, okay, right. The symbols, right? Yes. So Daniel said it's the south, right? Das ist der Süden. Okay, so the south. What does south mean? Der Süden, was stellt der Süden dar? Means Egypt, right? Das ist Ägypten. And where in the Bible? Try to remember where it is in this. Ezekiel? Or Does Egypt represents these 10? Where is it of these 10? Ezekiel it's Ezekiel 20. 30. And 30. Go to Ezekiel. Gehen wir zu Ezekiel 30. Yes. Okay, so. Just I've not got it. This is my new Bible. I've not got it all marked up in here. But Yeah, it's here. it starts in. Verse 6 are the first two, Yes. and then from verse 13. 13. 13 to 18, I think. Yes. Yeah, well, so let's read verse 6. Lass uns Vers 6 lesen. Thus saith the Lord, they also that uphold Egypt shall fall, and the pride of her power shall come down. So it's talking about the pride of Egypt being punished, right? Also spricht hier darüber, dass der Stolz Ägyptens bestraft wird. It says, from the tower of Zehn shall they fall in it by the sword, saith the Lord. Now, the tower of Zehn, in the margin, it says from Migdol to Zehn. It's 2 places, right? Also hier steht von dem Turm von Zehn, und ich glaube in der Deutschen ist das direkt schon als Migdol übersetzt. So Also Egypt, Migdol bis Zehn, das sind 2 Plätze. and it oder 2 basically, Orte. what we understand it's saying is it's marking the parameters of Egypt from Migdol to Zehn, and then it's going to list everything that's in between. Also was das letztendlich beschreibt, sind diese Grenzlinien von Ägypten, ja, von Migdol bis Zehn, und dann werden noch in den darauffolgenden Versen einfach alles aufgelistet, was noch dazwischen ist. So we go to verse 13. Und wenn wir dazu zu Vers 13 gehen, It says, Thus saith the Lord, I will also destroy the idols, and I will cause their images to cease out of Noph. There you have one. And there shall be no more a prince in the land of Egypt, and I will put fear in the land of Egypt. And I will make Pathros, 2, desolate, and will set fire in Zone, 3, and will execute judgments in No, 4. And I will pour my fury upon Sin, 5, the strength of Egypt, and I will cut off the multitude of No, and will set fire in Egypt. Sin shall have great pain, and No shall be rent asunder, and Noph, 6, shall have distresses daily. no, not we already had. We did? Okay. The young men of Avon, 6, and of Pibeseth, 7, shall fall by the sword, and these cities shall go into captivities.
At Tahaphanes, there's the 8th. Also the day shall be darkened when I shall break there the yokes of Egypt, and the pomp of her strength shall cease in her. As for her, a cloud shall cover her, and her daughter shall go into captivity. So you have from Migdol to Syene, which is 2, right? And you have these 8 cities in between these Also two. wir haben diese zwei Städte Migdol bis Zehn und zwischen den beiden haben wir dann noch diese 8 weiteren Städte, macht insgesamt 10. So Egypt, right, which is the dragon, Und Ägypten, was auch die Drachenmacht darstellt, represents these 10 nations. Right? stellt diese 10 Nationen hier dar. What does Sister White say that the dragon represents? Und was sagt Ellen White? Was stellt der Drache dar? Kings, rulers, governors. Kings, rulers, and governors. Könige, Herrschende und Gouverneure. In what sense? In welchem Sinn? What are kings, rulers, and governors? Und was sind Könige, Herrscher und Gouverneure? Authority. Government. Yeah, they're the authorities, right? Das sind die Autoritäten, also die Regierungen. But okay, so why is the woman? Okay, let's put the woman here, right? Lass uns jetzt hier die Frau noch hinsetzen. Why is the woman sitting on this? Warum sitzt die Frau darauf, auf diesen Regierungen? Yes, she's control, but I'm not asking if she's control. I'm asking why is she sitting on Also sie it? kontrolliert sie ja, aber warum sitzt sie darauf? No, that's what brought her to be sitting upon them. But I'm saying why? Also die falsche How did she Lehre. get that way? Ja. Why is she sitting on them? Why? Because this woman, Warum sitzt sie jetzt darauf? this woman is the Jesuits, right? She part of this system. You have the Jesuits, Also right? Teil dieses Systems hier der Frau haben wir die Jesuiten, die davon Teil sind. We just agree that in the US Civil War, the Jesuits were controlling both sides. Wir haben ja gerade das erkannt, dass im US-Bürgerkrieg die Jesuiten sowohl den Norden als auch den Süden kontrollierten. Okay? But what I'm saying is, why is the woman sitting on the elected government? Weil jetzt ist, warum sitzt die Frau auf diesen gewählten Regierungen? What's her purpose in doing that? Was ist ihre Absicht, indem sie das tut? Control. Control of the world. Okay. What happened in this time period? Was passierte in dieser Zeit? Yeah, persecution. What stopped right there? In der 1260 gab es die Verfolgung und was ist hier zum Abschluss gekommen? Diese Verfolgung. Okay, so why is the woman sitting on the elected government? Also warum sitzt die Frau auf diesen eingesetzten Regierungen? Persecute God's In people. order to persecute, right? Um verfolgen zu können. Okay, but in order, let's just look at this closer, right? Go back to Revelation 17. Lass uns das noch ein bisschen genauer anschauen. Gehen wir dazu zur Offenbarung 17 zurück. Verse 12. Offenbarung 17, Vers 12. It says, "And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but received power as kings 1 hour with the beast. These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful." Bis Vers 14. So, what do they have in verse 13? Also was haben sie hier in Vers 13? One mind. One mind. Einen Sinn. Okay, now let's just keep your place there. Go to Psalm 83. Haltet euren Finger hier in Offenbarung 17. Gehen wir jetzt zu Psalm 83. Psalm 83 And verse 1. und beginnen dort in Vers 1.
It says, "Keep not thou silence, O God, hold not thy peace, and be not still, O God. For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up their head." Bis Vers 2 oder im Deutschen kann das auch ein Vers verschoben sein, also Vers 3 dann. So somebody's lifted up their head. Who's the head? Also sie haben hier das Haupt erhoben. Jemand hat hier das Haupt erhoben. Und wer ist dieses Haupt hier? The papacy, Das ist right? Papsttum. So somebody has lifted up their head. Who has lifted up their Also head? jemand hat hier das Haupt erhoben. Und wer ist das? The authorities, the governments. Don't be so quick to say that, right? Lass uns schauen, wer das ist. It says that there's the 10 kings have done it, right? Es sagt uns ja in den nächsten Versen, dass es die 10 Könige sind, die das gemacht haben. Okay, this is why I'm saying we have to look at this closely. But Und deswegen sage ich, wir müssen das genau anschauen. the 10 kings, the same 10 kings that's marked there in Revelation 17, have lifted up the papacy, Also right? dieselben 10 Könige, die auch in Offenbarung 17 beschrieben sind, haben jetzt hier das Papsttum erhöht. But it says, "They that hate thee have lifted up their head." Aber es steht jetzt, diejenigen, die dich, also dich Gott hassen, haben das Haupt erhoben. So what do all these 10 have in common? Also was haben alle diese 10 gemeinsam? Well, they hate God's people, right? Also sie hassen Gott und damit Gottes Volk. They wouldn't make a claim to hating God, but they technically they do, but the fact is they hate God's people, right? Also sie mögen vielleicht nicht behaupten, jetzt mit dem Mund bekennen, dass sie Gott hassen, aber sie tun es in Wirklichkeit, weil sie vor allem Gottes Volk hassen. Because it says in verse 3, Denn es sagt uns jetzt hier in Vers 3 oder vielleicht Vers 4 im Deutschen, "They have taken crafty counsel against thy people and consulted against thy hidden ones. They have said, Come and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. For they have consulted together with one consent, they are confederate against thee." Right? bis Vers 5 oder Vers 6 im Deutschen. So, what are they? Also was sind sie hier? One mind. They're all of one mind, they're all in agreement to murder God's people. Sie sind alle eines Sinnes, sie sind alle übereingekommen, Gottes Volk zu töten. So, Connor made the point there that it's just the governments that are in agreement. Also Connor meinte hier, dass es nur die Regierungen seien, die hier in Übereinstimmung sind. Okay, but is that correct? Aber ist das richtig? Let's just give this thought some thought, right? So let's just say the governments are all in agreement, and they all say, no, we're going to put these people to death. Also lass uns den Gedanken durchspielen. Wenn die Regierungen jetzt alle in Übereinstimmung sind und sagen, ja, lass uns diese Leute hier zu Tode bringen. What does this show us? Was zeigt uns hier diese Darstellung? There are always two groups, one is supporting it, No, one no, of the people. no. There's only two groups. There's God's people and everybody else. No. You're going down the wrong. Betrachte das aus einem Okay. Blickwinkel, den ich nicht jetzt anwenden möchte. Why did the south come against the north? Warum kam der Süden gegen den Norden? Because they make No a son. justification to go against God's people. No, you're way off track. Just think of this people against this people. Why did this people come against this people? Also warum kamen diese Leute hier vom Süden gegen diese Leute hier aus dem They Norden? made a Sunday law. To like the oppressor. Yes, it's because they made a Sunday law. But okay, and a simple answer is because this group does not agree with what this group has done. Also einfache right? Antwort ist, diese Gruppe stimmt nicht mit dem überein, was diese Gruppe tut. But it says here that the 10 kings, what are they of? Aber es sagt uns hier, die 10 Könige, in was für einem Zustand befinden sie sich? They're one mind. Sie right? sind eines Sinnes. So in order to get to this point, right, a deception has to be brought around so that they are not at war anymore. They're all in agreement to do this, right? Also damit das zustande kommen kann, dass sie jetzt alle in Einklang sind, muss eine Täuschung stattfinden, damit kein Krieg mehr zwischen denen ist. Right? Richtig? So, what's the Hegelian dialect? What is it? Und was ist diese Dialektik des Hegels? Create a problem. Problem,
reaction, solution, right? Man kreiert ein Problem, es gibt eine Reaktion und man bietet die Lösung an. So we know that they're going to create a problem right here. Right? Wir wissen, sie werden hier ein Problem erzeugen. They create a reaction, Sie erzeugen damit eine Reaktion darauf. right? And then they provide the solution. Und Right? dann werden sie auch die Lösung darbieten. Okay. So the solution will be to keep Sunday because that will stop all the problems that's been brought against them, right? Und die Lösung wird sein, dass sie sagen, wir müssen Sonntag halten, denn das wird all diese Probleme scheinbar lösen, die sie so haben. But we understand from the US Civil War that it's the Jesuits that are creating all the problems and then trying to bring about a solution to further their own ends, right? Aber wir wissen, basierend auf dem US-Bürgerkrieg, dass es die Jesuiten sind, die all diese Probleme hervorrufen, um dann letztendlich eine Lösung hervorzubringen, die ihre eigenen Ziele fördert. The point I want to make is the 10 kings is not only the leadership. The 10 kings represents the whole world, Also right? den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass die 10 Könige nicht nur die Leiterschaft darstellen, sondern die gesamte Welt. Okay, now you'll see this. Go back to Revelation 17. Und das werden wir jetzt sehen, wenn wir zurückgehen zur Offenbarung 17. And here comes the dilemma. Und hier kommt jetzt das scheinbare Dilemma. So, verse 14. Offenbarung 17, Vers 14. It says, These, the 10 kings, Da steht, diese, die 10 Könige, shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues. Right? So the 10 kings represent peoples, multitudes, nations and tongues. diese 10 Könige stellen hier diese Leute, Völkerscharen, Nationen und Sprachen dar. Yeah, and the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. Bis Vers 16. Right? Richtig? Okay, so I want to show. So let's go back to the beginning, right? Just this thought right here, right? Lass uns nochmal hier zu dem Anfangsgedanken gehen. Okay, right at the end here, you have the south rising against the north. Also hier am Ende haben wir ja den Süden, wie er gegen den Norden aufbegehrt. Okay, and the point we make is that in the beginning, France is the one who puts her on the throne. At the end, France is the one that takes her off the throne. Und wir haben ja den Punkt gemacht, dass am Anfang Frankreich die Macht ist, die das Papsttum wieder auf den Thron setzt, und am Ende ist es Frankreich, die das Papsttum wieder hinunternimmt. Okay, so I have a question, right? Ich habe jetzt eine Frage. Is France here, right, which is the south, right? Ist Frankreich hier, was ja der Süden ist, If we go along with this scenario right here, what would it tell us about France? und wir dann mit diesem Szenario hier vorwärts gehen oder das anwenden, was sagt uns das über Frankreich? The established government, that the rebels are not established government. So it would mean that Napoleon, right, he's not, who's an army, right? He's not the established government. He's overthrowing the established government. Dass Napoleon zum Beispiel nicht die etablierte Regierung darstellt, sondern dass er vielmehr diese etablierte Regierung umgestürzt hat. Now, I don't know enough about that history, but I mean, he was one of the people in a sense, but he used just the benefit of the time, yes, and yes. then he rose up and It said, was a revolution, right? Yes. Right. I mean, he never intended to be like, he wanted to become emperor. Okay, so he just He was, was the leader of the. Possibly. He Right? was like the leader for a Yeah. short time of these mob, Yes. but then he, put himself to be the new emperor. Yes, I think that's going into a different realm. But the point is that Napoleon, although he had the army, it was not the elected government overthrowing the Pope. It was a rebellious army overthrowing the elected government. Also auch, obwohl Napoleon zwar eine Armee hatte, war er nicht diese
eingesetzte offizielle Armee der Regierung, sondern es war eine rebellische Armee, die den Papst umgestürzt hat. Right? Richtig? So, and the point that I'm making there, because you see it in all the other illustrations, it's always a rebellious, it's a revolution that comes against the elected government to overthrow the woman. Also wir können das in all diesen Darstellungen immer zwischen Nord und Süd sehen, dass es immer eine Rebellion ist des Südens, um die etablierte Regierung umzustürzen. And it's something that's happening internally, right? Es ist also etwas, was intern vor sich geht. And you'll see that now. So go to back to Revelation 17. Gehen wir zurück zur Offenbarung 17, das können wir da auch sehen. Verse 16. Offenbarung 17, Vers 16. Because it says, the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh and burn her with fire. Right? So we've always understood, or we've always had the seed that we've put in our minds, right? Wir haben hier immer diesen Samen, den wir in unseren Verstand setzen. That it's the kings that put her on the throne, and it's the kings that take her off the throne, right? In dem Sinne, dass die Könige waren, die das Papsttum auf den Thron gesetzt haben und dass es die Könige sind, die das Papsttum wieder hinwegnehmen werden. But that's in disagreement with 1848, the US Civil War, and the French Revolution. Aber das wäre im Widerspruch mit 1848, mit der Französischen Revolution und dem US-Bürgerkrieg. Now, go to Revelation 18. Gehen wir jetzt zu Offenbarung 18. So in Revelation 17, right, you have these 10 kings, which I'm saying doesn't represent the governments necessarily. It represents the whole world. Und da haben wir jetzt die 10 Könige erwähnt und die 10 Könige müssen nicht unbedingt nur die Regierung darstellen, sondern die gesamte Welt. Right? Are rising up against the woman, and they hate her, and they're going to eat her flesh and burn her with fire. Und diese Nationen, die steigen dann auf oder ziehen gegen das Papsttum und sie hassen sie und verbrennen sie mit Feuer. Now go to Revelation 18 and verse 9. Gehen wir zur Offenbarung 18, Vers 9. Because this is now the punishment that's coming upon Babylon, right? Just shortly to confirm about Napoleon. I mean, it says here he was consul in 1799, so it was after the deadly wound, and he became emperor in 1804. Yes. So it was a rebellious army in 1798. Yes. Also auch Napoleon, wurde erst Konsul 1799 und Kaiser in 1804, deswegen als er 1798 den Papst abgesetzt hat, war das noch eine rebellische Armee. Okay, you get this point now. Verse 9. Gehen wir zur Offenbarung 18, Vers 9. So Revelation 18 is marking the punishment that's coming upon this whore, right? Und Offenbarung 18 beschreibt ja die Bestrafung, die über diese große Hure hier ergeht. And the punishment that comes upon the whore is the 10 kings eating her flesh and burning it with fire. Und die Bestrafung, die über die große Hure ergeht, ist ja, dass die 10 Könige ihr Fleisch essen und sie mit Feuer verbrennen. Right? Richtig? So verse 9. Jetzt Vers 9. And the kings of the earth who have committed fornication and lived deliciously with her shall bewail her and lament for her when they shall see the smoke of her burning. What does it tell us right there? Was sagt es hier? Kings that have fornication with her. Okay, so what does it tell us though? What's Also it? es spricht hier über die Könige, die mit ihr Unzucht getrieben haben. It's a contradiction to what we read in Revelation 17, Das ist right? ein scheinbarer Widerspruch zu dem, was wir in Offenbarung 17 gelesen haben. But it's not a contradiction, right? Aber es ist natürlich kein Widerspruch. So you've got the kings who committed fornication with her, wailing and lamenting for her, but the 10 kings eating her flesh and burning her with fire. Also wir haben die Könige der Welt, die dort Unzucht mit ihr getrieben haben und sie jetzt beweinen und beklagen. Und dann haben wir aber auch die 10 Könige, die ihr Fleisch essen und sie mit Feuer verbrennen. So let's look at this illustration somewhere else in the Bible. Go to Isaiah 19. Lass uns diese selbe Darstellung auch woanders in der Bibel finden. Jesaja 19. Jesaja 19.
And verse 1. Und dann Vers 1. It says, the burden of Egypt. So this is a prophecy against Egypt, right? Also es ist die Last über Ägypten, also eine Weissagung gegen Ägypten. And Egypt is a representation of the 10 kings, the whole world, right? Und Ägypten ist eine Darstellung der gesamten Welt, der 10 Könige. Behold, the Lord rideth upon a swift cloud. So, what's it marking? Was stellt das jetzt dar, wenn der Herr auf einer schnellen Wolke kommt? It's marking it's the close of probation, what we just read about in Revelation 17, right? Hier das Ende der Gnadenzeit, das, was wir eben gerade in Offenbarung 17 gelesen haben. Because he says that the Lord puts it in the hearts of the 10 kings to fulfill his will until that time is finished, right? Wir haben hier gelesen, dass der Herr den Königen seinen Willen, dass der Herr den Königen ins Herz gelegt hat, seinen Willen zu erfüllen, bis zu diesem Punkt, wo er dann kommt. Okay, right? And it says, behold, the Lord rideth on a swift cloud, and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the presence of it. And I will set the Egyptians against whom? Vers The 2. Egyptians. Ich werde die Ägypter gegen die Ägypter aufbringen. And they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbor, city against city, and kingdom against kingdom. What's taken place? Was findet hier statt in Vers 2? It's an internal war, Es right? ist das ein interner Krieg. So therefore, the 10 kings, right, is a representation of the whole world. Deswegen die 10 Könige ist also eine Darstellung der gesamten Welt. So when it says the 10 kings rise up and eat their flesh and burn it with fire, it's talking about all the people, the nations. They realize they've been deceived and they rise up against the established government. Deswegen, wenn die 10 Könige jetzt hier aufbegehren und die Hure fressen und verbrennen, dann stellt es die gesamte Bevölkerung der Welt dar, die jetzt aufbegehren und erkennen, dass sie verführt sind und jetzt Okay. dagegen aufbegehren. Yes, and we read in Revelation 18:9, the kings are weeping and wailing, right? Und in Offenbarung 18, Vers 9 haben wir gelesen, dass die Könige hingegen weinen und klagen. Let's now go to Ezekiel 23. Gehen wir jetzt zu Hesekiel 23. Hesekiel 23. No, 27, excuse me. Entschuldigung, Kapitel 27. Now, in Ezekiel 27, you have Tyre, which is a symbol of the papacy. Und in Right? Hesekiel 27 haben wir Tyrus erwähnt, dass er ein Symbol für das Papsttum ist. And in verse 2, it says, Und lass uns dann Vers 2 lesen. now thou son of man, take up a lamentation for Tyre. So it's a prophecy against Tyre. Also jetzt eine Weissagung gegen Tyrus. And this is about these 10 merchants that are all represented as ships in the sea. Und Right? es handelt jetzt ja in dem Kapitel von diesen 10 Handelsmachten, die alle diese Schiffe auf dem Meer sind. So there's specifically 10 of them, right? Und es wird uns insgesamt 10 hier genannt. And the ships of Tarshish is the number 1, right? Und diese Tarsis-Schiffe, das ist die Nummer 1 Handelsmacht. So we know that this is a symbol of the world economy, and then Tarshish would be the United States, right? Wir wissen, dass also die 10 Händler die Weltwirtschaft darstellen und die Tarsis-Schiffe sind die Nummer 1 Macht davon. Right? Richtig? This is the exact same illustration as we read in Revelation 18. Und das ist genau dieselbe Darstellung, die wir auch in Offenbarung 18 lesen konnten. Because let's look at verse 25. Lass uns jetzt hier Vers 25 anschauen. It says, the ships of Tarshish did sing of thee in thy market, and thou wast replenished and made very glorious in the midst of the seas. Thy rowers have brought thee into great waters, the east wind hath broken thee in the midst of the seas. Thy riches and thy fares, thy merchandise, thy mariners and thy pilots, thy caulkers and the occupiers of thy merchandise, and all thy men of war that are in thee,
And in all thy company which is in the midst of thee shall fall into the midst of the seas in the day of thy ruin. The suburbs shall shake at the sound of the cry of thy pilots, and all that handle the oar, the mariners and all the pilots of the sea shall come down from their ships, and they shall stand upon the land. They shall cause their voice to be heard against thee, and shall cry bitterly, and shall cast up dust upon their heads, and shall wallow themselves in the ashes, and they shall make themselves utterly bald for thee, and gird them with sackcloth, and they shall weep for thee with bitterness of heart and bitter wailing. And in their wailing they shall take up a lamentation for thee, and lament over thee, saying, What city is like Tyrus, like the destroyed in the midst of the sea? When thy wares went forth out of the seas, thou fillest many people, thou didst enrich the kings of the earth with the multitude of thy riches and of thy merchandise. So who's this speaking about right here? Also bis Vers 33. Über wen spricht es jetzt hier? The kings of the earth, right? Über die Könige der Erde. So because what does the elected leaders, the government, control? Denn was kontrolliert die eingesetzte Führung? Was kontrolliert die Regierung? Yes, the financial structure of the world, right? Sie kontrollieren die Finanzstruktur der Welt. And what's been removed from them here? Und was wird von ihnen hier hinweggenommen? Yes, all the kings were made rich by her, right? Es steht ja, dass alle diese Könige reich gemacht worden sind durch sie. So you can see that this is talking about the elected governments. The kings are weeping and wailing because they have now lost all their power, they've lost all their finances. Also spricht hier über diese eingesetzte Regierung, diese Könige, denn sie haben jetzt all ihre Macht, all ihre Finanzen verloren. Okay? So therefore you can see that when the 10 kings rise up and eat their flesh and burn it with fire, it's talking about the people of the nation that realize they've been deceived and they have this internal rebellion. Deswegen kann man sehen, dass wenn da steht, dass die 10 Könige aufbegehren und ihr Fleisch fressen und sie verbrennen mit Feuer, stellt das die Bevölkerung dar, die jetzt erkennen, dass sie verführt worden sind und jetzt gegen sie vorgehen. Right? Richtig? So when we look at this, when we come back to this seed from the beginning and the end. Und wenn wir uns diese Darstellung wieder anschauen, hier Anfang bis Ende, we have to look at this a bit more closely. It's not necessarily representing that just the leaders are putting the Pope. It's teaching us that the whole world is in agreement, right? They're all of one mind to put the Pope as the head. Zeigt das uns auf, dass es nicht nur unbedingt die Leiter sind, die das Papsttum wieder einsetzen werden, sondern dass letztendlich die gesamte Welt übereingekommen ist, den Papst wieder einzusetzen. And how do we know that? Und wie können wir das wissen? Well, it tells us in excuse me, it tells us in Great Controversy that the people want their temporal prosperity back, right? Und im großen Kampf sagt es uns, dass die Leute diesen zeitlichen Wohlstand wieder zurückhaben wollen. Right? Richtig? It tells us that it's the people that push for Sunday. Es sagt uns, dass es die Leute sind, die den Sonntag vorantreiben wollen. But why do they do that? Aber warum tun sie das? Because they get deceived by the woman and all these leaders that are in agreement with her, right? Weil sie verführt werden durch diese Frau und durch diese ganze Leiterschaft, die in Übereinstimmung mit ihr sind. So when it says that these 10 kings that are in Psalm 83 are all of one mind, Wenn es also sagt, dass diese 10 Könige im Psalm 83 alle eines Sinnes sind, it's talking about the whole world. They're all in agreement to murder God's people because they've been deceived. dann spricht es über die gesamte Welt, die alle in Übereinstimmung gekommen sind, Gottes Volk zu töten, weil sie letztendlich alle verführt worden sind. Okay, and I hope that makes it much clearer, because that's always been a bit of a struggle to understand that. Ich hoffe, dass das jetzt deutlicher geworden ist, denn für mich war das immer ein Kampf, das richtig zu verstehen. Right, we see the logic. We're not to look at them. When we see the 10 kings, it doesn't necessarily mean only the leaders, because the 10 kings are 10 kingdoms. It's the whole world. Right? Deswegen, wenn wir die 10 Könige betrachten, dann bedeutet das nicht unbedingt nur diese Leiterschaft, also die buchstäblichen Könige,
sondern es stellt letztendlich die gesamte Welt mit ihrer Bevölkerung dar. Okay, so right here, the United States, right, Also hier ist ja die USA markiert which is a two-horned power, und sie ist diese zweihörnige Macht. right? So who is this coming against? And this two-horned power is a symbol of, or was symbolized by France, right, which was also a two-horned power. Erinnert euch, die zweihörnige Macht hier, die USA ist vorausgestattet durch Frankreich, was ja auch eine zweihörnige Macht war. Okay, what is this doing against this? Und was tut diese Macht gegen diese Macht? In what sense? Zerstört sie in welchem Sinne? Brings the horns. Okay. Means that the Destroys the constitution constitution. Yes, but who is this? government. Okay, this represents the governments, right? Also zerstört die Verfassung, aber wer ist das? Es ist die Regierung. So when we say the 10 kings here, we're speaking about the 10 or the collective governments of the world wanting to do away with the very thing that prevents the Pope from being put on the throne of the world, Also right? wenn wir über die 10 Könige in dieser Darstellung sprechen, dann sprechen wir über die vereinten Leiterschaft der Welt, die letztendlich hier das hinwegtun wollen, was das Papsttum hindert, wieder auf die Weltbühne zurückzukommen. Right? Richtig? They need to do that because this is the thing that prevents the Pope from sitting on the kings of the earth, right? Sie müssen das ja tun, denn das hier hindert das Papsttum daran, wieder auf dem Thron der Welt zu sitzen. Right? Richtig? So it's all about deception, and we see this deception in this war between the North and South. The Jesuits are pitting one against the other to achieve their aims. Und geht immer um diese Verführung. Die Jesuiten, die spielen diese Mächte gegeneinander aus, um letztendlich ihr Ziel zu erreichen. Right? Richtig? Makes it much clearer, certainly for me. Also für mich macht das alles viel deutlicher. So when we come back to this symbol, right? Und wenn wir jetzt hier zu diesem Symbol, zu dieser Darstellung zurückkommen, They're both of brass, right? sind ja beide Berge aus Bronze. Okay, leopard is brass, right? Und der Leopard ist ja auch das bronzene Reich. So it shows us that this is basically the world in agreement to get rid of the constitution that prevents them from putting the Pope on top of the world, Das right? zeigt uns einfach letztendlich hier, wie die Welt in Übereinstimmung kommt, hier diese Verfassung wegzutun, die letztendlich das Papsttum hindert, auf den Thron der Welt zurückzukehren. So the South, the people rebel against the Sunday law because they don't want it, right? Der Süden, die Bevölkerung, sie rebellieren gegen das Sonntagsgesetz, denn sie wollen das jetzt hier nicht mehr. But through deceptions and all the other things, they become of one mind to remove the constitution and kill God's people. Aber durch die Verführung werden sie letztendlich alle eines Sinnes und sie kommen zusammen, um Gottes Volk zu töten. And Greece, right, is a symbol of brass, right? Und Griechenland ist ja ein Symbol für Bronze. And that's why, hence, when you have brass here, when the separation takes place, it's showing you that again, you come to this point, there's this separation takes place, the rebellion from the south again comes against the north. Deswegen in dieser Darstellung haben wir jetzt wieder diese Trennung des bronzenen Reiches, deswegen wir haben dann hier wieder eine Wiederholung dieser Rebellion, dass der Süden jetzt gegen den Norden vorgeht. So what they get deceived about right here to be in agreement, it just repeats right here. This rebellion takes place again, and it's going to repeat. Also womit sie hier verführt werden, damit sie alle in Übereinstimmung kommen, wiederholt sich jetzt einfach hier, dass sie dann wieder aufbegehren und sie werden wieder verführt, um in Übereinstimmung zu kommen. To kill God's people? Yes, they're all when they get rid of this, they're in agreement to get rid of the constitution, but also to murder God's people. Right? Also sie kommen hier in Übereinstimmung, die Verfassung wegzutun, aber auch um Gottes Volk zu töten. Okay, so again here they're in disagreement, right? Und hier sind sie ein weiteres Mal in Uneinigkeit. Right. Richtig? Just explain the one. So French they are Revolution. disagreeing because, okay, but
because they get deceived here to follow the papal doctrines, but this is a result. This is what it says, the French Revolution is a result of those papal doctrines, right? Also sie werden hier verführt, dem Sonntagsgesetz zu folgen. Und diese französische Revolution, sagt Ellen White, war aber ein Resultat der päpstlichen Lehren. Right? You have to go read the French Revolution. Why did it come about? Ihr müsst die französische Revolution nachlesen, da könnt ihr dann erkennen, warum die überhaupt stattgefunden hat. Okay. And it was the people rising against this system, and this is what the 10 kings eating our flesh and burning her with fire. Das waren die Leute, die gegen das System aufbegehrt haben, und das ist, wenn es steht, dass die 10 Könige ihr Fleisch essen und sie mit Feuer verbrennen. Okay. And in Romans 1:16, what does it tell us? Und in Römer 1, Vers 16, was sagt es uns? It says, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. It says that it's the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also unto the Greek, right? And the Greek is represented by the brass. Also in Römer 1, Vers 16 steht ja, ich schäme mich des Evangeliums Jesu Christi nicht, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der da glaubt, zu dem Juden zuerst und auch zu dem Griechen. Und Griechenland ist ja das Königreich aus Bronze. So the brass, in another sense, is symbol of the whole world, right? And this is what it's been written. Deswegen die Bronze ist letztendlich ein Symbol für die gesamte Welt. Because somebody asked that question, right? Jemand hat diese Frage letztens gestellt. So, just to conclude, when you understand that the 10 kings is a representation of the whole world and not just the leadership, then it becomes clear. Und wenn du verstehst, dass die 10 Könige eine Darstellung der gesamten Welt sind und nicht nur der Leiterschaft, dann wird das alles viel klarer. Amen? Amen. Okay, let us close. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for prophecies danke für die Weissagungen, that you tell us about all the chaos that will happen in the world. dass du uns darüber berichtest, über all das Chaos, was in der Welt passieren wird. That you've given us also the gospel, Und dass du uns auch das Evangelium gegeben hast, which could solve everything in the world. welches alle Probleme in der Welt lösen könnte. And we pray that you help us to follow it. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir dem Evangelium folgen And to become the lights of the world. und das Licht der Welt dann werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.